Der Aquazoo in Düsseldorf ist eine einzigartige Verschmelzung aus dem Zoo, ein Aquarium und ein Naturkundemuseum. Und das gibt ein recht einzigartiges Erlebnis. Nur in Karlsruhe und Rostock gibt es sowas Ähnliches in Deutschland. Es gibt hier viel zu entdecken, zu lernen in verschiedene Themenbereiche, viele Modelle und Skeletten, sonstige Exponate sind zu sehen und interaktive Stationen. Und 140 Vivarien natürlich. Darauf fokussieren wir in dieses Video. Die ersten Aquarien, die erzählen über die erste Lebensformen, Evolution, Lebensräume im Meer, tropische Korallenriffe und Nahrungserwerb im Meer. Also wir sahen Schlangensterne und Einsiedlerkrebse, Zylinderrosen und auch ein riesiges, halbrundes Korallenaquarium. Die Scheibe ist 14 Meter lang und 130 Zentimeter hoch und da drin schwimmen Riffbarsche und Seitenfleckfahnenbarsche, Banggai-Kardinalfische, das sind die schwarz-weiße, die lassen sich auch recht einfach züchten, und auch Blasenanemonen, die dienen zum Schutz von nicht nur Anemonenfische, aber auch die Banggai-Kardinalfische, die finden da drin ihre Sicherheit. Wir sehen Mandarin-Leierfische zusammen mit Langschnauzen, Seepferdchen und sehr schön Zulu-Seenadeln. Weiter in viele Becken ganz schöne lebendige Korallen. Die waren alle super gesund, muss ich sagen. Und hier ein Becken mit Rotzahndrückerfische, ein Leopardendrückerfisch und ein goldener Kugelfisch. Wieder ein Becken mit Korallen zusammen mit den Goldbauchdemoiselle und ein paar andere Fischarten. Ich kann sie nie alles benennen. Dies ist der Holzkreuzgarnele, auch Sexy Shrimp genannt. Ich war mal in Südfrankreich in einem Aquarium und die haben die ganz viel gezüchtet, sogar oben auf dem Dach. Dann sehen wir die Kardinalsputzergarnelen, die auch Kardinalsgarnelen oder Feuergarnele genannt wird. Und hier den Weißbinden-Glühkohlen-Anemonenfisch. Wir sehen verschiedene Becken mit luminisierenden Korallen, wie der Froschleichkoralle, Kaktuskoralle, Scheibenanemonen und Krustenanemonen unter Arctinic Light. Und unter diesem Licht leuchten die wirklich schön auf. Wir sehen auch Riesenmuscheln, Tridacnas, und das nächste Becken zeigt uns Drachenkopf-Seenadeln, ein Sechsstreifen-Lippfisch und der Zebraseenadel. Dann gibt es ein großes Aquarium mit Kuhnasenrochen und viele lebende Korallen. Das ist eine besondere Kombi, habe ich noch nicht so schnell irgendwo anders gesehen. Also super, ich finde es auch gut, dass in dieses Becken keine Haie sind. Wäre schnell zu klein für schwimmende Haie. Wir kommen dann in die Süßwasserabteilung und sehen als erstes ein westafrikanische Lungenfisch. Die werden bis 1 Meter groß. Die können Luft atmen und Trockenzeiten von bis zu 4 Jahren in selbstgegrabene Erdhöhlen überleben. Diese kleinen Fischis hier, das sind siamesische Zwergbärblinge. Die werden so 2,5 Zentimeter lang, die drohen auszusterben durch den Bau von Dämmen in dem Mekong-Fluss in Thailand. Wir sehen auch zimtfarbenes Dornauge in das gleiche Aquarium und Fächergarnelen waren auch noch drin. Das hier ist ein Halbschnappler, ein Nomoramphus-Art und die leben zusammen mit Celebes Sonnenstrahlenfische. Die werden bis zu 8 Zentimeter lang. Suche mal ein Foto aufs Internet, wenn die Männchen imponieren und die Rücken- und Afterflossen aufstellen. Sehr, sehr schön. Die Halbschnäbler, die werden bis zu 10 cm groß. Dies hier ist ein besonderer Schützenfisch, der Leopard-Schützenfisch. Die werden bis 15 cm groß und kommen in Myanmar vor, in Flüssen und Flussmündungen. Das ist der einzige ausschließlich in Süßwasser lebende Schützenfischart. Ja, wie viele andere Arten leben sie auch im Brackisch, aber diese kann auch nur in Süßwasser. Dann ein Becken mit blauer Kongosalmlen, der Leopard-Buschfisch und Flösselaalen. Schöne Kombination. Dies hier ist ein Neuguinea-Weichschildkröte.
Die leben in südliches Neuguinea und nördliches Australien. Das Panzer wird bis zu 50 cm lang. Die leben immer im Wasser, aber natürlich legen die Weibchen ihre Eier an Land. In Europa halten 70 Zoos diese Art. In das Aquarium sind auch noch Perlmut-Erdfresser, Xingu-Streifenharniswälze und Spitzmaul-Hechtenbuntbarsche. Ein schönes Becken mit 4 Augenfische, die lassen sich relativ einfach züchten. Man sieht sie dann auch von verschiedener Größe. Die haben natürlich nur 2 Augen, aber können mit jedes Augen sowohl unten als über das Wasser gucken, leben vor allem in Mangroven in Amerika. Sehr viele Aquarien, die waren super natürlich eingerichtet, also mit Seerosen, hier der Tigerlotus zum Beispiel, hat mir sehr gefallen. Und sehr natürlich hier mit Siam-Glasbarsche. Die waren aber so durchsichtig, dass ich gar nicht gesehen habe. Hier sehen wir einen Schmetterlingsfisch, muss man aber gut gucken. Und er lebt zusammen mit den Elefantenrüsselfisch. Noch ein Aquarium mit viele schöne Seerosen und hier mit der Neon-Blauaugen oder auch Paskas-Blauaugen genannt. Das hier ist ein Familienmitglied von den Piranhas, der Mondscheibensalmler. Die fressen aber Pflanzen, Würmer und Insekten. Die leben zusammen mit Rotkeil-Augenfleck-Buntbarsche und Liniendornwälzer. Das sind Azrak-Kerpflinge. Der ist endemisch in der Azrak-Oase in Jordanien. Die werden bis 6 cm groß, sind fast ausgerottet. Dann sehen wir ein schönes Aquarium mit Prachtflossensauger. Die werden in Düsseldorf ganz viel gezüchtet. Aus strömungsreichen Gewässern in Vietnam und Kambodscha kommen die. Auch was Süßwasser angeht, gibt es ein großes halbrundes Aquarium. Hier mit Hengels-Keilfleck-Bärblinge, 3 Binden Bärblinge und Filament-Prachthuramis. Also ein sehr schönes Becken. Auch einheimisch ist zu finden, die große hier, das sind Döbel- und Flussbarben. Und hier ein Becken mit Schneider und Rotfeder und auch europäische Flusskrebse. Und dann ein Aquaterrarium mit europäische Laubfrösche. Die werden bis 5 cm groß und ich hatte das Glück, dass sogar eine aktiv war. Dann eins meiner Lieblingseinheimische Fische, das ist der Bitterling. Es sind nur 50 Zoos in Europa, die haben, 33 davon in Deutschland. Leider gab es keine Muscheln für die Bitterlingen, um ihre Eier reinzulegen. Das war dann wieder ein bisschen schade, aber vielleicht kommt das noch. Dann hier ein schönes Biotop, Waldbiotop mit Feuersalamander, aber in Winterpause. Und dann kommen wir ins Insektarium. Man sieht hier eine Übersicht und ein großes Aquarium zeigt die Senegal-Seitenspinne, eine Nephila-Art. Die Weibchen werden bis 6 cm groß und die Männchen nur 1 cm. Dann hier der Desertas-Wolfspinne. Die ist bis 12 cm Spannweite, hat sie. Und die ist bedroht durch invasive Pflanzen in ihr Lebensraum. Und ein EASA-Zuchtprogramm soll diese Art vor der Ausrottung retten. Dann sehen wir Stielaugenfliegen. Das sind die Hammerhaie der Insektenwelt. Und die Larven, die leben auf rottendes Pflanzenmaterial, zum Beispiel Maispflanzen. Die werden 1 cm groß, die Fliegen, und die leben in Westafrika, zum Beispiel in Elfenbeinküste. Sehr beeindruckend sind diese Neuguinea-Riesenblattschrecken. Mit einer Flügelspannweite von 25 cm und 30 Gramm schwer ist es eins der größten Heuschrecken. Sie machen aber keine hörbaren Geräusche. Und das hier ist ein Riesengespenstschrecke und die ist gerade dabei, ihre Eier im Boden zu legen. Immer aktiv ist die Juwelwespe aus Afrika und Asien. Die Weibchen werden 22 mm groß und die legen ihre Eier auf eine amerikanische Schabe. Wir sehen die Simandoa-Höhlenschabe aus ursprünglich Guinea. Und das hier sind Neuchua-Stabschrecken. Die EASA-Kampagne, die Aufmerksamkeit gibt an vietnamesische Tiere, die hat auch diese Tiere im Fokus. Die Männchen werden bis 6 cm, die Weibchen bis 11 cm. Wir sehen noch ein Gehege mit Brillenpinguine, 12 Stück gibt es da.
Und dann sind noch ein paar Gundis da, die kommen aus Nordafrika. Die werden bis 20 cm groß im Atlasgebirge. Und dann kommen wir in die Tropenhalle mit australische Süßwasserkrokodile. Die werden bis 3 Meter lang. Und auch Keilkopf-Glattstirnkaimane, die werden bis 180 cm lang. Und Stumpfkrokodile, ein Pärchen haben sie. Die werden normalerweise 1,5 Meter lang. Wir sehen ein Gehege mit grüner Leguane mit Antillen-Ochsenfrösche. Der Ochsenfrosch, der wird 22 cm groß, ist von der Insel Dominica und Montserrat und eins der größten Frösche der Welt. Dann sehen wir noch ein Gehege mit brauner Landschildkröte. Die kommen aus Indochina, Sumatra und Borneo. Dann sehen wir noch ein großes Terrarium mit der Argus-Varan aus Australien, Indonesien und Papua-Neuguinea. Dann sehen wir noch die Strahlenschildkröten aus Madagaskar. Die werden bis 22 Kilogramm schwer und werden auf Madagaskar auch gegessen, leider. Und dann eins meiner Lieblingsschlangen, das ist der raue Grasnatter, gut getarnt. Die werden bis 70 cm lang. Kommen aus Südost-Vereinigte Staaten und Nordost-Mexiko und er hält sich in dichter Vegetation in der Nähe von Gewässern auf und kommt kaum auf den Boden. Wie man sieht, sind die hervorragend getarnt und die fressen Insekten und Spinnen. Deshalb wäre das die einzige Schlange, die ich mal zu Hause haben wollte. Jetzt nicht mehr. Fortpflanzung ist via Eier. Aquazoo Düsseldorf, sicher ein Besuch wert. Ich würde sagen, geht mal hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis ein nächstes Zoowald YouTube. Bis dann. Ciao, ciao.